Guten Tag, mein Name ist Steffen Seibert von der Firma Samcon und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, unsere Technologie hinter unserer Domkuppel noch mal so ein bisschen weiter zu erläutern. Da sind viele Rückfragen gekommen, hauptsächlich von unseren Kunden im Offshore-Bereich, aber auch irgendwie in Wüstenregionen, wo es viel Sand gibt. Letztendlich geht es um 3 Begriffe, die wir hier verwenden und beschreiben. Das eine ist die UV-Beständigkeit von der Kuppel. Das andere ist die Nanobeschichtung, die hydrophobisch ist, ne? Also letztendlich eine Nanobeschichtung, die zu diesem Lotus-Effekt, danke Eva, führt. Und das dritte ist die Kratzfestigkeit. Ja. UV-Beständigkeit ist eine relativ einfache Geschichte. Die Kuppeln werden beschichtet mit einem UV-beständigen Primer. Das ist jetzt eine unbeschichtete, das ist eine beschichtete. Dann haben wir, um das zu testen, natürlich Haftungstest gemacht. Wir haben das in die Xenonkammer gelegt. Wir haben das letztendlich echtem Wetter ausgesetzt. Das machen wir vorher und nachher und gucken dann, wie sind die Eigenschaften von dem Kunststoff. Unser Ziel ist natürlich, dass die mechanische Festigkeit von dem Kunststoff auch unter UV-Einstrahlung stabil bleibt. Ja. Uns ist das, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ja wirklich gute Ergebnisse und können sagen, dass unsere Kuppel mit dem UV-Schutzlack wirklich UV-beständig ist, Langzeit-UV-beständig. Der zweite Begriff ist die Hydrophobie. Ja, Hydro ist Wasser, Phobie ist Angst. Ne? Das heißt, wir haben eine wasser- oder feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Das kennen viele auch unter dem Begriff Lotus-Effekt. Ich will das hier mal zeigen. Ich habe also hier jetzt eine nicht beschichtete Kuppel genommen. Man sieht also, dass es mir hier relativ einfach gelingt, Tropfen drauf tropfen zu lassen, die dann auch schon bei einer gewissen Schräge an der Oberfläche noch haften. Ja. 3 Stück, die stehen jetzt hier. Jetzt nehme ich mir diese Kuppel nach der Beschichtung und dann sieht man halt eben diesen Abperleffekt sehr schön, wie die Tropfen quasi als Kugeln von dem Lack runterrollen. So ein bisschen bei einem Auto nach einer frischen Politur. Das ist also der Begriff Hydrophobie. Der dritte ist die Kratzbeständigkeit. Wir haben uns hier, um da Vergleiche machen zu können, ein eigenes Werkzeug gebaut, wo man diese Kameras oder die Kuppeln entsprechend einritzen kann und dann die Tiefe und die Schädigung sozusagen vergleichen kann vor der Lackierung und nach der Lackierung. Das funktioniert relativ einfach. Wir haben hier 2 Rollen, die gelagert sind, eine Nadel, die kann vorgespannt werden. Dann geht man hier hin und macht in einem Gitterkoordinatensystem Schnitte, guckt sich dann unter Mikroskop oder mit dem Auge an, wie tief sind die reingegangen und kann dann sehr gut vergleichen vorher, nachher. Ja, also das sind die Begriffe. Wir werben also bewusst mit den Begriffen UV-beständig, hydrophob, nanobeschichtet, antikratzbeschichtet, Lotus-Effekt etc., weil wir sehr viel Energie da investiert haben, um das entsprechend auch wirklich reproduzierbar umzusetzen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns wie immer, schreibt es unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.